Ja, am meisten inspiriert, glaube ich, hat mich mein Papa. Der ist da in dem Haus aufgewachsen. Auf der Hohensalvhen war das Gasthaus, das erste. In den 60er Jahren hat das der Opa eben gehabt. Und der Papa mit 2 Geschwistern ist da rum aufgewachsen und der ist dann Skirennfahrer geworden. So das erste, an was ich mich erinnere, ist, dass ich mit 2 schon auf die Ski gestanden bin, weil der Papa da eine Skischule gehabt hat. Und der ist mit mir durch den Tiefschnee gefahren, zwischen die Haxen. Da habe ich noch in Erinnerung, was uns zerlegt hat zu zweit. Und dann war halt quasi das Skifahren und die Berg von Anfang an immer ein Teil von mir. Dann habe ich einen Anwärter gemacht, dann habe ich eigentlich in die Ferien von der Schulzeit immer Ski gelernt und auch viel Rennen gefahren. Auch. Bis zum Jugendalter hat mir das noch voll getaugt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, der Papa war zwar Rennfahrer, irgendwie taugt mir das trotzdem nicht so ganz. Und dann ist das so gekommen mit dem Freeriden und das hat mir noch voll getaugt. Gaudi haben immer schon Schanzen gebaut im Backcountry, sind da Backflips gemacht und Double Backflips, Vollgas. Und da haben wir da immer mal die Kamera mitgehabt, haben selber ein bisschen gefilmt, haben so kleine lustige Skifilme gemacht. Und irgendwann haben wir einen kleinen Skifilm geplant gehabt. Haben wir mal ein paar Sponsoren gefragt, hey, wie darf das ausschauen, was motiviert. Dann sind da gleich ein paar Sponsoren eingestiegen und haben einen Film gemacht, der hat Heimschnee geheißen. Und das war so, wir haben gesagt, ein Skifilm, die schauen alle gleich aus. Immer fette Felsen, alle hupfen runter, Vollgas. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mal etwas mit der Geschichte. Und die Geschichte war dann ein bisschen so nachhaltig. Wir sind so wie ein Wolfsrudel, was durch den Winter begleitet werden. Statt einem Hubschrauber haben wir einen Heißluftballon hergenommen, statt einem Skidu ein Husky gespannt. Und so ist so unser erster Skifilm entstanden. Und da bin ich dann irgendwann hängen geblieben und habe gedacht, hey, das Filme machen, das taugt mir voll. Und dann ist eigentlich so unser zweigleisiges Ding ein Gleis geworden, also die Berg und Filme machen. Das haben wir dann vereint und das habe ich jetzt mit einem Kollegen zusammen. Haben wir eine Firma, eine Filmproduktion und machen eigentlich alles im Filmbereich, viel selber produzieren. Dann machen wir eine Serviceproduktion für andere und es dreht sich aber alles immer um Thema Berg. Weil da kennen wir uns aus und das taugt uns voll. Und ich bin in die Berge, ich gehe oft auch gerne allein, gehe im Sommer mit meinem Bergleiter rauf und haue mich oben kurz in die Sonne und dann fliege ich runter und danach gehe ich erst ins Büro. Und das gibt so viel Kraft, weil so der Alltag, wie man heutzutage kennt, ist ja auch schnelllebig. Man hat viel Stress, mit der Arbeit hat man viel zu tun, viele Abgaben und jetzt habe ich eine Familie auch noch, ist auch viel zum Tun natürlich, was voll schön ist. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen weniger in die Berge, aber das ist eigentlich so das Hauptthema. Man ist da oben einfach allein, man ist mit den Leuten, die man am Weg ist, allein. Man ist auf Augenhöhe, wurscht wer da mitgeht. Da oben ist man ein Team und danach ist einfach nichts anderes als wie schön. Und da fällt man immer gut ins Bett und schläft gut ein.